Also, BMWs beliebte 9T hat endlich einen Nachfolger bekommen. Ihr hört jetzt auf den Namen, hier steht es auch. Na, wo steht es denn? Hier steht R12. R12 9T ist der neue Name. Und damit hat sich einiges geändert. Das Motorrad wurde mehr oder weniger komplett neu konstruiert. Vor allem zu sehen ist das an der neuen Seitenlinie. Also wir haben hier eine durchgehende Linie vom Heck, am gesamten Motorrad lang und untere Tankkante bis nach vorne in einer durchgehenden Linie. Es gibt hier hinten eine komplett neue Airbox, die jetzt im Heck sitzt. Beim alten Modell saß sie noch vorne unterm Tank. Dadurch wird die neue Abgasnorm erfüllt. Ebenfalls neu die Auspuffanlage mit einem großen Vorschalldämpfer und entsprechend schönen kleinen Endtöpfen. Und ja, ansonsten die gute Nachricht erstmal vorweg. Der Motor ist genau der gleiche geblieben. Wir haben weiterhin den luftölgekühlten Boxermotor, 1170 Kubik, steht richtig gut im Futter. Vor allem hat er weiterhin dieses wunderbar knackige Drehmoment aus niedrigen Drehzahlen. Und das hat hier bei den ersten Testfahrten in Andalusien am allermeisten Spaß gemacht. Wir sind jetzt den kompletten Vormittag damit hier rund um Malaga über die Landstraßen gefahren. Das ist wirklich ein tolles Motorrad. Die Sitzposition wurde kompakter. Also der gesamte Tank, der bei der ersten 9T relativ lang war, fällt jetzt kürzer aus. Der Lenker rückt 30 mm näher zum Fahrer und dadurch habe ich eine sehr kompakte, versammelte Sitzposition. Man hat wunderbar Gewalt übers Motorrad. Die Sitzhöhe nicht zu hoch, dadurch, dass der neue Rahmen etwas anders ausfällt, konnte das Polster auch hier deutlich dicker werden, als es beim alten Modell noch der Fall war. Also der Sitzkomfort wurde auf jeden Fall gesteigert und trotzdem, das ist die nächste gute Nachricht, es ist immer noch auf den ersten Blick sofort als 9T zu erkennen. Und das puristische Styling konnte also beibehalten werden. Dazu gibt es 3 Fahrmodi. Wir haben vorne eine voll einstellbare Gabel. Das Federbein hinten hat, ja, auf dieser Seite ist es nicht zu sehen, ungefähr auf dieser Höhe, auf der gegenüberliegenden Seite sitzt ein Handrad, um die Federvorspannung hinten hydraulisch zu verstellen. Ganz komfortabel, super einfach und sofort am Straßenrand auch zu machen. Ja, was haben wir noch? Ach, die Schwinge ist neu. Das Federbein, was man wahrscheinlich auf den Bildern jetzt nicht gut sehen kann, aber es ist direkt angelenkt. Hier unten sitzt dann auch die Verstellung für die Zugstufe. Und ja, was soll man sagen? Weiterhin einer der puristischsten Roadster, die es auf dem Markt so gibt. Das Motorrad funktioniert in jeder Lebenslage. Man kann damit sehr zügig fahren, man kann damit sehr entspannt fahren. Die Bremse ist toll, super dosierbar, bei Bedarf sehr, sehr kräftig. Und was hier am Testmotorrad montiert ist, es gibt ein neues winziges TFT-Display. Als Alternative zu den beiden analogen Runduhren kann man da also so ein kleines Digital-Cockpit drauf machen. Und allein, dass es diese Option gibt, weist schon darauf hin, was BMW vorhat mit diesem Motorrad. Es geht nämlich darum, es den Customizern so einfach wie möglich zu machen. Deshalb ist bei dem neuen Modell jetzt auch der Heckrahmen geschraubt. Beim alten war er noch geschweißt. Es passt übrigens auch der Tank der R12 auf die 9T. Für alle Leute, die da vielleicht ein bisschen eigene Ideen haben und sagen, ich habe da schon Customizing-Vorstellungen. Und das ist natürlich nur der Anfang. Man hat beim Vorgänger gesehen, was sich auf Basis dieser 9T alles auf die Räder stellen lässt. Und die neue ist jetzt umbaufreudiger denn je. Und weiterhin großartig zu fahren. Also ich denke, der Erfolgsgeschichte der 9T steht auch weiterhin nichts im Weg. Auch mit dem Nachfolger wird sie den gleichen Weg gehen, den der Vorgänger schon eingeschlagen hat. Und ihr solltet sie fahren, wenn ihr die Möglichkeit dazu bekommt. Hier geht es jetzt gleich zum nächsten Motorrad. Von daher muss ich mich schon wieder verabschieden. Bis dann.